Inside KTR. Schnelle Fragen, konkrete Antworten. Schön, dass Sie dabei sind bei Folge 5 von Inside KTR und unser Stichwort ist heute die Kundennähe. Das Zauberwort lautet Kundennähe und ich habe zwei Gäste hier im Studio im virtuellen Messestand. Schön, dass Sie da sind, Sie beiden. Ich möchte Sie einmal kurz vorstellen. Wir haben einmal Guido Sandkötter heute hier mit dabei, Vertriebsleiter Deutschland bei KTR. Vorher hatte er die Leitung Innendienst inne, selbst im Außendienst tätig und seit 25 Jahren im Unternehmen bei KTR. Also ich darf sagen, Sie sind schon ein alter Hase hier. Ja, also das darf man dann sicherlich sagen, weil ich dann schon so lange dabei bin. Und das hat mir bisher hier immer sehr viel Spaß gemacht. Deswegen ist das sicherlich für mich ganz normal, schon so lange dabei zu sein. Solange man nette Kollegen hat, gute Produkte hat und die Nähe zum Kunden genießen darf, dass man vor Ort sein darf, macht das einfach sehr viel Spaß als Vertriebsleiter. Halb so lange dabei ist Björn Stavermann, nämlich 12 Jahre hier im Unternehmen bei KTR, Head of Marketing. Und Herr Stavermann, schnelle Fragen, konkrete Antworten heißt unser Format, heißt Inside KTR, also schnelle Fragen, konkrete Antworten ist so der Untertitel. Wir sind jetzt schon bei Folge 5. Was erreichen Sie eigentlich für Rückmeldungen, was erreicht Sie für Feedback zu diesem Pod- und Videocast? Sehr positives Feedback. Also wir waren natürlich am Anfang auch gespannt, ob das ganze Format so funktioniert. Sind auch nach meinem Wissensstand so der Vorreiter, der aus unserem Marktumfeld, der sich auf dieses Terrain bewegt oder getraut hat. Und Podcast ist natürlich immer erstmal, wenn man in einem Maschinenbauunternehmen ist, ein Medium oder ein Kanal, wo man sagt, okay, das testen wir einfach mal. Und das haben wir getan. Unsere Geschäftsleitung war dem sehr positiv gestimmt. Und das Feedback, was wir jetzt kriegen, ist auch genauso positiv. Also sei es die Videos oder die Podcast-Folgen, werden richtig gut frequentiert. Teilweise so, dass wir auch selber überrascht sind, aber es gefällt uns gut, sodass wir gesagt haben, wir machen erstmal weiter. Mal gucken, wie die nächsten Folgen sind. Ich glaube, wichtig ist einfach nur, dass wir mit den Themen auch die Kunden erreichen. Das ist nicht einfach sagen, es ist eine Werbeveranstaltung und hier ist KTR und wir sind so toll, sondern dass wir wirklich, und das ist ja das Konzept, die Fragen erhalten und auf diese Fragen dann auch möglichst kompetent reagieren und antworten. Jetzt haben Sie es schon gerade angesprochen und das möchte ich Ihnen noch einmal ganz kurz erklären. Es gehört zum Prinzip von Inside KTR, dass die Gesprächspartner die Fragen vorher nicht kennen. Das ist auch heute der Fall und die beiden haben sich darauf eingelassen, diese Fragen heute zu beantworten, wo sie nur wissen, so ganz grob, worum geht es, nämlich um die Kundennähe. Und Herr Sandkötter, ich möchte die erste Frage direkt gern an Sie weitergeben. Bei KTR wird die Kundennähe groß geschrieben, aber wir wollen das mal ein bisschen mit Leben füllen. Was steckt für Sie da drin? Was bedeutet das? Was ist Ihre persönliche Definition von Kundennähe? Ja, ist sicherlich eine interessante Frage, aber tatsächlich ist es so, dass ich vom ersten Tag, wo ich hier war, Vorgesetzte hatte, die das eigentlich beigebracht haben. Wir waren immer vertriebsorientiert, das heißt, es war immer der Wunsch der KTR, sehr nah beim Kunden zu sein, das heißt, das Problem beim Kunden aufzunehmen, zu überlegen, wie kann KTR das Problem lösen. Und diese Präsenz, diese Nähe kann man natürlich nur dann schaffen, wenn man also einen eigenen Außendienst hat. Die sind dann vor Ort und das auch zwischenzeitlich weltweit. Also in den vielen Jahren, wo ich hier tätig bin, haben wir in vielen Ländern Töchter gegründet, also über 20 haben wir in der Welt. Und das heißt, wir haben immer die Kundennähe gesucht, das Problem vor Ort aufzunehmen und dann zurückzuziehen, überlegen, wie kann man für den Kunden eine optimale Lösung ausbauen oder aufbauen und dann letztendlich das wieder vorzustellen. Das haben wir dann natürlich über die Jahrzehnte weiterentwickelt. Wir haben heute also zu jedem Produkt einen Produktmanager, wir haben die Branchen ausgebaut. Also die Kundennähe vor Ort ist für uns sehr wichtig. Wie wichtig ist eigentlich bei einem Unternehmen, was in einem technischen Umfeld tätig ist, so diese menschliche Nähe? Die ist absolut wichtig. Das war ja auch der Grund, dass ich 2 Jahre selber in den Außendienst mitgegangen bin, um diese Nähe auch zu spüren, dass das wichtig ist und dass wir dadurch auch das Ziel bei KTR haben. Ich sag mal, viele Marktbegleiter haben teilweise am Außendienst reduziert, auch vielleicht in dieser Zeit mit Kurzarbeit. Die KTR hat sich das anders überlegt. Wir haben gesagt, wir brauchen weiter die Manpower vor Ort. Das geht natürlich bei Corona nicht vor Ort, sondern wir haben dann natürlich per Video, per Telefon die Präsenz letztendlich irgendwo versucht, trotzdem weiter aufzubauen. Und das ist uns auch ganz gut gelungen.
Herr Staffermann, Herr Sandkötter hat es eben schon angesprochen, wir sind noch mittendrin in Corona und vieles an Kundennähe läuft da über digitale Möglichkeiten. Können Sie uns so ein paar Beispiele nennen, was KTR da in den vergangenen Monaten umgesetzt hat und vielleicht auch neu auf den Weg gebracht hat? Ja, also Corona hat uns natürlich an vielen Stellen ein bisschen unter Druck gesetzt, muss man sagen. Wir waren digital immer schon gut aufgestellt, aber gewisse Kanäle haben wir vorher noch nicht bespielt. Und genau das, was Guido auch sagt, dass die Nähe zum Kunden einfach immens wichtig ist für uns. Und da ist zum Beispiel eine Messe ein Instrument, um nah am Kunden zu sein. Wir sind ein sehr messeaffines Unternehmen, weil wir der Meinung sind, dass das eine gute Gelegenheit ist, um sein gesamtes Portfolio am Markt zu zeigen. Und wenn wir jetzt hier in diesen Räumlichkeiten sitzen, in unserem Showroom sozusagen, würde ich dieses Thema auch mal aufgreifen. Das ist mit Sicherheit in den letzten Monaten entstanden. Wir haben nicht gesagt, 2020, es gibt keine Messen mehr, 2021 bis erste Halbjahr ist auch schon mal alles abgesagt. Was im zweiten Halbjahr passiert, weiß keiner. Wir brauchen also eine digitale Möglichkeit, das, was wir auf der Messe gemacht haben, auch den Kunden zu Corona-Zeiten zur Verfügung zu stellen. Und deswegen haben wir hier einen Showroom aufgebaut, der physisch begehbar ist. Deswegen sind wir hier. Der aber auch komplett digitalisiert wurde. Also ich kann virtuell über diesen Stand laufen, genauso wie ich über Google Maps durch San Francisco laufen kann ich auch hier über diesen Stand laufen, kann die verschiedenen Produkte ansteuern und über Touchpoints Informationen auswählen. Und ich kann mich digital auch mit unseren Kollegen vernetzen und habe dann einigermaßen zumindest das Gefühl, ich gehe wirklich über den Messestand mit einem Kollegen, der mich auch nochmal beraten kann. Aber das ist nur ein Beispiel. Wir haben Webinare im letzten Jahr entwickelt. Wir haben unsere Social-Media-Aktivitäten auf verschiedensten Kanälen hochgefahren. Da hat sich mit Sicherheit viel bei uns getan. Dieser Format Podcast, ist neu. genau, ist neu. Also wir haben schon früher viel auf digital gesetzt, aber mit Sicherheit durch Corona noch mal mehr Schwung da reinbekommen. Jetzt haben Sie neugierig gemacht auf den digitalen Messestand. Wo findet man den, wer sich das jetzt mal anschauen möchte? Also den findet man natürlich im Netz. Wir haben eine eigene Seite geschaffen, wo wir viele neue Themen zeigen, krtevents.com. Auf dieser Seite kann ich sowohl den virtuellen Messestand sehen, ich kann die Podcast-Folgen mir anschauen, ich kann sehen, welche Webinare wir anbieten, einen Terminkalender, kann mich dort direkt anmelden. Also für unsere digitalen Themen haben wir diese Insellösung geschaffen, weil wir sagen, krtr.com, unsere Hauptdomain, soll vorrangig natürlich für Produkte sein und dafür, dass der Kunde auch sofort das findet, was er in erster Linie braucht, und das sind Produkte und Informationen. Und im zweiten Zuge dann über die krtr-events.com Seite, dann solche schönen Sachen wie diesen virtuellen Messestand. Wir laden Sie herzlich ein, klicken Sie mal rein und schauen Sie sich an, was dieser digitale Messestand so alles kann. Sie schicken uns fleißig Fragen an socialmedia@krtr.com. Fragen nämlich für dieses Format, für Inside KTR. Und so hat uns auch diese Frage an Herrn Sandkötter erreicht. Trotz aller Digitalisierung, über die wir jetzt schon ausführlich gesprochen haben, Kundennähe impliziert eine persönliche und auch eine örtliche Komponente. Also normalerweise, dass man sich einfach persönlich auch begegnen kann. Herr Sandkötter, wie können Sie Kundennähe im Alltag sicherstellen in diesen Zeiten, wenn keine Kundenbesuche möglich sind? Das ist natürlich grundsätzlich erstmal schwierig, die Präsenz nicht zu realisieren. Es gab natürlich in der Corona-Zeit noch eine ganze Zeit, gerade die Kunden, die wir in Norddeutschland haben, die waren da zu diesem Thema noch deutlich offener. Richtung Süddeutschland war es schon deutlich komplizierter, deutlich größere Firmen, die deutlich da klar gesagt haben, es gibt keinen Außendienstbesuch im Einkauf. Die Kurzarbeit kam noch dazu, das heißt auch viele Mitarbeiter unserer Kunden waren auch vor Ort nicht erreichbar. Trotzdem haben wir überlegt als KTR, wie können wir den Kunden erreichen. Wir haben letztendlich, wie es ansonsten ein Besuch geplant ist, haben unsere Außendienstler Teams als Medium genutzt. Das heißt, die machen also virtuelle Besprechungen mit dem Kunden im Einkauf, in der Technik. Das konnten wir realisieren, also so wie ein Besuch vor Ort. Das nächste war natürlich hilfreich, dass wir hier den Messestand haben. Auch da konnten unsere Außendienstler die Kunden entsprechend erreichen, einladen, hier die Besuche dann durchführen. Natürlich werden dann nicht nur unsere Exponate, unsere Neuheiten vorgestellt, sondern man redet auch über die Probleme, die da sind. Und was wir auch sehen konnten, waren, dass also viele Projekte bei unserem Kunden weitergeführt wurden und auch diese Projekte konnten wir weiterführen. Das Gute an dieser Geschichte ist, dass wir das häufig eben
bei diesen Teamsbesprechungen realisieren konnten, dass wir, wenn sonst nur der Außendienst vor Ort war, dass wir jetzt in der Lage waren, zu solchen Besprechungen viele weitere Mitarbeiter, ob die aus der Logistik waren, aus dem Vertriebsinnendienst, aus der Technik, unsere Geschäftsleitung, wir konnten diese Kollegen alle zu diesen Besprechungen mit dazu bekommen, was ja ansonsten, wenn der Außendienst alleine unterwegs ist, nicht machbar ist. Und das heißt, wir konnten auch viele Projekte viel schneller nach vorne bringen. Deshalb grübelt man natürlich auch über die Zukunft nach. Also die KTR wird sicherlich auch weiter mit der Präsenz vor Ort sein. Aber ich glaube, ich nenne das so diese hybride Besprechung, die zukünftig möglich ist. Also darüber grübeln wir, was müssen wir alles dafür tun, was müssen wir an Instrumenten haben. Denn in der Regel müssen wir uns natürlich darauf einstellen, welches Medium hat der Kunde. Und da sieht man ja Teams, Zoom, Skype, also ganz viele Möglichkeiten. Und wir beschäftigen uns tatsächlich auch schon damit, wie kann man Bild in so einer Besprechung realisieren. Ich habe da vor kurzem noch was zu gesehen und mit solchen Sachen werden wir sicherlich die Zukunft gestalten können. Jetzt und auch in der Zukunft. Eben haben Sie mit so einem Halbsatz was Spannendes gesagt. Da haben Sie gesagt, es geht auch häufig darum, mitzubekommen, was sind so die Sorgen und Probleme der Kundinnen und Kunden. Digitale Besprechungen, digitale Meetings sind ja häufig sehr zielstrebig. Also so dieses, dass man mal auf ein anderes Thema so zufällig kommt, dafür gibt es häufig nicht so den Raum. Wie haben Sie das so, also da sind wir beim Stichwort Zuhören und einfach vielleicht auch mal Dinge aufschnappen, die so am Rande passieren. Haben Sie da einen Tipp, wie man das irgendwie auch in den Alltag einplanen kann vielleicht sogar? Ja, also man muss sich sicherlich damit beschäftigen und sich auch die Zeit dafür nehmen, dass nicht nur einfach die Zeitschiene Projektgespräch, sondern eben auch eine Vor- und Nachbereitung, dass auch letztendlich ein paar persönliche Worte da auch entsprechend rüberkommen können. Wir hatten dazu auch eine Schulung dann während der Corona-Zeit vorgenommen für den Außendienst, damit wir auch darauf geschult sind. Denn klar, alle waren darauf geschult, letztendlich vor Ort zu sein, aber keiner war darauf geschult, letztendlich per Video letztendlich so eine Besprechung zu realisieren. Und das gehört genauso, wie man letztendlich den Außendienst oder auch die Technik letztendlich zu einer Schulung, zu einer Messe schickt, Messeschulung, muss man sich auch mit solchen virtuellen Themen beschäftigen. Und das wird sicherlich auch in der Zukunft noch weiter ausgebaut. Ja, und wir alle kennen solche Situationen, wo die wirklich wichtigen Dinge eher so am Rande, vielleicht außerhalb des eigentlichen Gesprächs passieren. Herr Stafermann, die nächste Frage geht wieder an Sie. Aktuell ist das klar, Sie haben auch weniger direkten Kontakt zu den Kunden. Das Marketing ist innerhalb von Unternehmen generell so eine kommunikative Schnittstelle. Das ist so die ureigene Aufgabe von Marketing. Wie schafft es das KTR-Marketing, den Kunden in dieser Zeit besonders nah zu sein und für konkrete Unterstützung anderer Abteilungen zu sorgen? Also wir sind gut vernetzt innerhalb der Firma. Das ist immer schon ein Aushängeschild und Prädikat der KTR gewesen, deswegen arbeite ich hier auch so gerne. Das Miteinander wird einfach hochgehängt. Wir arbeiten natürlich sehr eng mit dem Vertrieb zusammen. Wir arbeiten sehr eng mit der Technik zusammen. Wir arbeiten aber auch mit allen anderen Bereichen sehr eng zusammen. Wenn ich mal vorhin unsere Social-Media-Kanäle angesprochen habe, haben wir auch 2 Kanäle, Instagram und Facebook zum Beispiel, die ich eigentlich eher in den Bereich Recruiting bringen möchte. Also das heißt, wir arbeiten natürlich auch mit unserer Personalabteilung sehr eng zusammen. Das heißt also, diese gute Vernetzung sorgt schon mal dafür, dass wir Informationen sammeln können oder erfahren können, die wir wieder nutzen können für unsere Kommunikationsmaßnahmen. Aber auch wir sammeln ja Informationen, die die anderen Abteilungen nutzen können. Also durch diese gute Vernetzung, die aber auch insgesamt auf die KTR oder für die KTR gilt, ist dieser Austausch einfach sehr gut. Und wir vom Marketing haben vielleicht nicht den ganz direkten Draht zum Kunden, aber wir haben natürlich gewisse Tools im Einsatz, über die wir auch Informationen sammeln. Also wie jetzt so ein Webinar zum Beispiel. Wenn da eine Schulung angeboten wird und eine Schulung durchgeführt wird, kommen Fragen auf. Und diese Fragen kann man natürlich auch wieder nutzen, um zu sagen, okay, das ist vielleicht wichtig für unsere Kunden, diese Informationen müssen wir woanders zur Verfügung stellen. Oder wir bieten einen Live-Chat auf der Website an. Auch hier wird kommuniziert über diesen Live-Chat. Übrigens kein Chatbot, sowas gibt es ja auch häufig. Wir als KTR haben uns dazu entschieden, hier wirklich Personen hinterstehen zu haben, die nicht Standardfloskeln raushauen, sondern dass der Kunde auch das Gefühl hat, er hat diesen persönlichen Kontakt. Also wir haben ja vorhin gesagt, persönlicher Kontakt ist schwierig, aber der persönliche Kontakt ist noch da über gewisse Kanäle.
aber physisch halt nicht. Und deswegen bietet uns auch dieser Live-Chat die Möglichkeit, immer nachzujustieren, weil wir müssen einfach wissen, wo drückt denn der Schuh? Wo können wir nachbessern und nachjustieren? Weil ich meine, heutzutage, und das ist nicht Corona geschuldet, sondern die Zeit hat sich geändert, das Kaufverhalten hat sich verändert, die Kunden erwarten heutzutage mehr von Firmen. Und deswegen nutzen wir natürlich auch diese Möglichkeiten, da wo es geht, dem Kunden zuzuhören und dann nachzujustieren und Informationen, die wir sammeln, natürlich auch mit den Kollegen zu teilen, sodass auch jeder bei KTR davon profitiert. Herr Sandkötter, die nächste Frage dreht sich um das Thema Messen. Wir sind vorhin schon so auf dieses Thema am Rande zu sprechen gekommen. Messen spielen im Zusammenhang mit Kundennähe häufig eine ganz, ganz große Rolle. Ganz viel an Kundenkontakt passiert auf Messen. Aktuell haben wir keine Messen und es ist auch noch nicht wirklich in Sicht, wie sich das Ganze mal wieder entwickeln wird. Das heißt, wann das Messegeschehen mal wieder in Gang kommt. Welche Rolle, glauben Sie, werden Messen in Zukunft spielen? Wird es die wieder geben? Also da glaube ich also ganz fest dran, weil die Messen, die sicherlich so allgemein waren und kein richtiges Thema hatten, die waren schon auch in der Vergangenheit sehr schwierig. Die KTR hat eigentlich schon länger immer das Thema der Fachmessen. Und da gibt es, wie gesagt, weltweit doch sehr viele führende Fachmessen, ob das die Bauma in München ist, ob es die Achema in Frankfurt ist, eine Marinemesse in Hamburg. Also es gibt sehr viele Fachmessen, wo also die gesamte Kundschaft zu einem Termin kommt und deswegen sind die natürlich auch so wichtig, weil das sind alles Branchen, die für uns sehr wichtig sind und da kommen wir natürlich auch sehr intensiv mit den Kunden zusammen. Das Entscheidende aber auch da ist, wir können mit den Kunden darüber dann reden, wie die sich die Zukunft vorstellen, wie wird sich die Branche entwickeln. Und das geht natürlich bei so einer allgemeinen Messe wie die Hannover Messe sehr schwierig. Auch da gibt es sicherlich Sachen, die funktionieren, aber die großen Fachmessen, die internationalen, das ist sicherlich auch das, was die KTR an der Stelle weiter ausbauen wird. Und Sie gehen davon aus, dass die Messen wiederkommen werden? Ja, also wann genau, wissen wir natürlich auch nicht. Ja. Deswegen haben wir das erste Halbjahr in 2021 gestrichen. Aber wir sind sehr optimistisch. Es sind 2 große Messen für das kommende Jahr, 2022. Also es wäre dieses Jahr in Frankfurt die Achema gewesen. Die ist schon verschoben. Und wir haben nächstes Jahr auch dann die Bauma. Und da sind wir eigentlich alle sicher, dass wir bis dahin mit dem Thema Corona hoffentlich zum großen Teil durch sind und weltweit einfach die Besucher wieder kommen können, unsere Kunden, und wir uns dort mit denen austauschen können. Herr Stavermann, Sie haben schon angesprochen, es gibt unterschiedliche Medienkanäle. Die nächste Frage, die uns erreicht hat, geht tatsächlich genau um diesen Marketing-Mix oder um diesen Channel-Mix. Kundennähe lässt sich über unterschiedliche Medienkanäle erzielen. Vielleicht können wir das noch mal kurz zusammenfassen. Welche Formate, welche Platzierungen, also welche Medien nutzen Sie? Wo findet der Kunde bei Ihnen Inhalte und vor allem, wie behalten Sie selbst den Überblick und entscheiden auch, was spielen wir jetzt aus bei Instagram, was kommt zu Facebook, was landet bei LinkedIn, YouTube etc. auf der Website? Also das war eine gute Vorlage, da waren schon einige Sachen dabei, was Sie jetzt aufgezählt haben. Also wir haben natürlich zahlreiche Kanäle, aber unser Herzstück in diesem ganzen Channel-Mix, wie Sie es genannt haben, ist natürlich unsere Website. Also das ist so der Ankerpunkt. Alles spielt darauf ab, dass wir den Kunden auf unsere Website bringen, denn dort findet er alle Informationen. Die Website ist so aufgebaut, dass wir denken, dass der Besucher auch nicht lange suchen muss, sondern direkt zum Produkt kommt, verschiedene Einstiegsmöglichkeiten haben. Wir haben zum Beispiel Online-Auslegungstools, damit er auch, wenn er noch nicht genau weiß, welches Produkt zu ihm passt, auch online ohne unsere Hilfe schon herausfindet, welches Produkt zu ihm passt. Und darum gestaffelt sind halt verschiedene Kanäle. Wenn wir jetzt ein Neuprodukt haben wie die Evolastic, die ist seit kurzem auf dem Markt, dann überlegen wir natürlich, und damit meine ich jetzt in erster Linie das Team, was bei uns im Marketing sitzt, was können wir machen, wo macht es vielleicht Sinn, Informationen zu spielen, stimmen uns da dann wieder mit dem Vertrieb ab, das ist wieder die Vernetzung und überlegen dann, also dann ist LinkedIn natürlich ein Medium, um wirklich breit zu streuen. Und dann gibt es Webinare, die wir anbieten. Es gibt aber immer noch die alteingesessenen digitalen Medien wie Kundennewsletter und ein Kundenmailing, also ein Direktmailing, um Kunden anzusprechen. Es gibt auch noch die Fachpresse. Auch da ist es hat sich ja ein bisschen verändert. Wir haben über Messe gesprochen, aber auch die Fachpresse hat sich etwas verändert. Aber wir überlegen dann halt im Team, welche Information passt an welcher Stelle.
und auch zeitlich bedingt, um so eine Markteinführung dann zu begleiten. Aber immer mit dem Ziel, die Kunden auf die Website zu bringen, weil dort ist alles gebündelt und dort steht alles für den Kunden mundgerecht aufbereitet hoffentlich zur Verfügung. Wir sind ein kompaktes Format. Inside KTR hat jeweils um die 20 Minuten. Wir liegen jetzt bei ungefähr dieser Marke und deswegen haben wir noch Raum für eine kurze Antwort auf die letzte Frage. Eine Frage, die ich einfach an Sie beide weitergeben möchte. Vielleicht, Herr Stavermann, Sie zuerst die Chat-Funktion, die Sie auch angesprochen haben, die Sie einsetzen. In diesem Zusammenhang kann man die Frage stellen, wie sollen Kunden in Zukunft betreut werden? Also wird das Internet das persönliche Gespräch ersetzen? Das glaube ich nicht. Also ich schätze, das geht uns allen so. Ich sehne den Tag herbei, zu dem ich dann mein Headset in die Ecke schmeißen kann und erst mal mit den Kollegen Kaffee persönlich trinke. Wir sind ja alle im Homeoffice im Moment. Und da wird es irgendwo eine Balance geben. Also es wird, das was Guido gesagt hat, dass es jetzt einfacher ist, virtuell auch die Geschäftszeitung dazu zu kriegen, ist natürlich in einem physischen Termin dann etwas schwieriger. Deswegen wird es immer Termine geben, die virtuell stattfinden, auch in Zukunft. Aber ich glaube, ein Großteil wird auch wieder dahin zurückkehren, dass es persönliche Gesprächstermine gibt, weil einfach der Bedarf da ist und wir doch lieber in geselliger Runde sind, als alleine vorm Rechner zu sitzen. Herr Sandkötter, jetzt habe ich eben gesagt, kompakte Antwort. Wir sind bei um die 20 Minuten. Sehen Sie das ähnlich? Ja, also das sehe ich absolut. Es ist immer das, was dazugekommen ist, und da ist ja eben sehr viel in 2020 dazugekommen, es ist eine Ergänzung. Ne? Also der Live-Chat ist einfach, dass der Kunde relativ schnell Fragen stellen kann und relativ schnell antworten. Wir haben da ein Team von Kaufleuten und Techniker im Hintergrund. Also ich bin sicher, dass viele neue Kanäle dort, die sich in 2020 etabliert haben, in der Zukunft weiter ausgebaut werden. Also das wird für den Vertrieb, ich sag mal, spannende Jahre. Guido Sandkötter und Björn Stavermann, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute Rede und Antwort gestanden haben. Vielen herzlichen Dank an Sie für Ihr Interesse, fürs Einsenden Ihrer Fragen und Ihrer Themenvorschläge. Wir möchten Sie herzlich einladen, das auch weiterhin zu tun. Schicken Sie uns gerne einfach eine kleine, kurze, einfache Mail an socialmedia@ktr.com und empfehlen Sie gerne unseren Pod- und Videocast weiter, den Sie abrufen können auf YouTube, auf der Website und natürlich auch als Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Wir sehen uns in Folge 6 wieder oder wir hören uns auch gerne im Podcast in Folge 6 wieder, dann zu einem anderen Thema. Und ich möchte Sie bitten, bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal.